Hallo meine lieben Freunde von altem Lego. Heute bauen wir uns ein weiteres exklusives Doppelstraßenplatten-Sonderset für unsere Legolandstadt auf. Die niederländische Bannenhilfe 1590 von 1982. Es ist ein exklusives Werbeset des Königlich Niederländischen Automobilclubs ANWB. Er entspricht dem deutschen ADAC. Das ist sehr interessant, weil Lego niemals ein ADAC-Set herausgebracht hat. Die verblüffend wirklichkeitsgetreue, realistische Umsetzung der Details ist besonders faszinierend und wir werden sie uns heute noch genau anschauen. Unten auf der Bauanleitung steht, dass das Set in der Verantwortung von Lego Niederlande hergestellt wurde. Dasselbe Set gab es nochmals 1986 als Werbeset 1589-2 für den Schweizer Automobilclub TCS. Die Schweizer Figuren haben eine rote Arbeitskleidung an. Das Set ist sehr häufig und heute noch günstig ab 55 € zu bekommen, auch mit unbenütztem Aufkleberbogen, aber natürlich nur in den Niederlanden. Ich habe es bei einer Bestellung für die 12-Volt-Eisenbahn mitgekauft. Das Paket ist mit wunderschönen Briefmarken beklebt und mit schönen Rundstempeln abgestempelt. Darunter gibt es die wunderschöne Sondermarke von 2007 zum 200-Jahr-Jubiläum des Königreiches. Wir haben das Paket ja schon einmal aufgemacht, als ich den 12-Volt-Fahrregler ausgepackt habe. Jetzt nehmen wir das Set der niederländischen Bannenhilfe 1590 heraus. Mit der typischen 1500er Artikelnummer, die seit 1972 häufig für Werbesets verschiedener Firmen verwendet wurde. Das Set besteht aus 225 Teilen. Es gibt 4 Minifiguren und 2 ganz normale Straßenplatten, eine Abzweigung und eine Kurve. Es werden viele brandneue Teile von 1982 verwendet und einige revolutionäre Bautechniken, die es vorher noch nie gegeben hat. Die teuersten Teile des Sets sind wohl die 3 blauen neuen 4x5 Fenster, die 1 € das Stück kosten, und die neue 4x5 Haustür, die es um 2,50 € gibt. Bei den anderen seltenen und teuren Teilen sind die neuen schmalen Scharnierplatten zu nennen, die erstmals 1981 bei einigen Techniksets vorgekommen sind, die anfangs nur einen Finger hatten und mindestens 2,5 € das Stück kosten. Bei meinem Set waren aber die neueren Scharnierplatten mit 2 und 3 Fingern dabei, die auch bei Bricklink offiziell als Alternativteile geführt werden. Die wertvollsten Teile dieses Sets sind aber wohl die besonderen Aufkleber. Für dieses Set braucht man 23 Aufkleber. Deshalb lohnt es sich, vor dem Verkauf zu kontrollieren, ob alle Aufkleber vorhanden sind. Das habe ich leider nicht gemacht. Bei Bricklink gibt es nämlich keine Originalbilder vom Set und wenn es als vollständig verkauft wird, dann setzt man normalerweise voraus, dass auch alle Aufkleber vollständig enthalten sind. Bei meinem vollständigen Set haben leider 7 von 23 Aufklebern gefehlt. Es ist also unvollständig und ich muss mir noch einen Replacement-Sticker-Bogen oder Einzelteile nachkaufen. Die einzigen 3 bedruckten Teile in diesem Set sind das häufige rote Wählscheibentelefon und die 2 neuen 2x2 Fliesen mit Verkehrszeichenaufdruck. Die wichtigsten Aufkleber sind aber vorhanden und das Set schaut ziemlich gut aus. Auf einer Seitenscheibe der Telefonzelle fehlt der ANWB-Aufkleber und ein Telefonsymbol fehlt auf einer 1x2 Fliese.
Auf der Ladefläche vom Lastwagen gibt es nur einen von 4 Aufklebern. Der kleine alarmzentrale Aufkleber fehlt vollständig an beiden Seiten. Beim Pannenfahrzeug ist zwar der Dachaufkleber vorhanden, aber an beiden Türen fehlen die Aufkleber. Auf die Bauanleitungen lege ich keinen besonderen Wert, ich lade sie mir einfach aus dem Internet herunter. Bei diesem Set war die Bauanleitung ein einfaches, großes Faltblatt. Zuerst schauen wir, wie die normale Pannenhilfe in der Legoland-Stadt von 1980 und 81 abgelaufen ist. Als Autos gab es zuerst nur Cabrios, wie den 6627 von 1980. Als Pannenhilfe gibt es ein älteres Fahrzeug von 1979 und das neue Hilfsfahrzeug der Autobahnmeisterei 6653 von 1982. Im Laderaum bringt es 2 Verkehrszeichen und 2 Kegel mit Warnleuchten mit, um die Unfallstelle abzusichern. Anfang der 80er Jahre sind liegen gebliebene Autos noch ganz einfach mit einem Seil abgeschleppt worden. Für größere Unfälle hatten bei uns die Werkstätten meistens einen alten Geländewagen mit einem Abschlepphaken. Genau diese Abschlepphaken waren seit 1970 auch bei Lego üblich. In der Legoland-Stadt gab es die Shell-Abschleppwagen wie der 6628 von 1981. In den USA gab es den Exxon-Abschlepper 6679 von 1980. Bei der Autowerkstatt 6363 von 1980 war ein gelber Abschleppwagen dabei. Diese Autowerkstatt hat genau denselben Wagenheber und ist ganz ähnlich aufgebaut wie die Werkstatt von der niederländischen Pannenhilfe, die wir uns jetzt gleich aufbauen werden. Zuerst kommt eine schwarze Steinreihe als Grundmauer. In die rechte Seitenwand bauen wir einen Scharnierstein ein für den Wagenheber aus einem schwarzen Autosessel mit einem Handgriff. Genau gleich gebaut wie in der Autowerkstatt 6363. Rechts daneben stecken wir in die Wand einen Werkzeughalter für den Schraubenschlüssel. In die Rückwand kommen 2 schwarze Fensterrahmen mit Fensterscheiben zum Aufschwenken. Vorne stellen wir links und rechts 2 schmale Säulen aus 1x1 Steinen auf. Oben bekommen Sie einen Abschluss aus einem umgekehrten 33 Grad Schrägstein, der in diesem Jahr 1982 ein vollkommen neues Lego-Teil war. Wir verbinden zuerst die Säulen mit gelben Platten und setzen dann das blaue Flachdach auf, das aus verschiedenen Platten zusammengestellt ist. Auf 2 Seiten kommen kleine Platten als Halter für die Schilder. Auf der Seite kommt ein blauer 1x8 Stein mit der gelben Aufschrift Wegenwacht. Das ist die Pannenhilfeabteilung des Touringclubs und entspricht der deutschen ADAC Straßenwacht. Vorne gibt es einen kleinen blauen 1x4 Stein mit der weißen ANWB-Aufschrift. Das würde dem deutschen ADAC entsprechen. An der Hinterseite der Werkstatt steht am Boden eine Flagge mit einem gelben ANWB-Aufkleber. Als Dekoration gibt es noch einen Laubbaum und 2 Blumensträuße. Man muss aber aufpassen, dass man die Blumen nicht genau in die Einfahrt hineinpflanzt, damit man in die Werkstatt hineinfahren kann. Wir können auch schon gleich eine der 3 ANWB-Mitarbeiter dazustellen. Es ist eine schwarze Figur mit einer Arbeitshemdbedruckung eines Bauarbeiters. Er trägt die typische weiße Mütze der niederländischen Straßenwacht. In Wirklichkeit war die Uniform der niederländischen Pannenhilfe grün und nicht schwarz.
Die beiden Straßenplatten verbinden wir mit zwei typischen Notrufsäulen aus 3 gelben 1x2 Steinen. Der dritte hat an beiden Seiten einen kleinen transparenten ANWB-Aufkleber. Darauf kommen 2 Scheinwerfersteine und 2 Fliesen mit einem kleinen transparenten Telefonaufkleber. Auf den ersten Blick schauen diese Notrufsäulen etwas ungewohnt aus, aber sie sind eine erstaunlich realistische Nachbildung der wirklichen niederländischen Notrufsäulen. In Ergänzung zu den legendären gelben Notrufsäulen an den Autobahnen gab es an den ANWB-Stützpunkten blaue Telefonkabinen für private Gespräche der Reisenden. Genau so eine blaue Telefonzelle ist beim Pannenhilfe-Set nachgebaut. Auf einer Säule aus einem roten Rundstein und einem umgekehrten Schrägstein steht ein kleiner roter Dachstein mit einem Wählscheibentelefonaufdruck. Darauf hat er eine 1x2 Fliese als Telefonhörer. Die 3 Wände der Telefonzelle sind neue blaue 4x5 Fenster. Auf die beiden seitlichen Fenster gehört der blaue ANWB-Aufkleber. Vorne setzen wir eine neue blaue transparente Haustür ein. Alle diese Teile waren 1982 noch brandneu und sind heute immer noch relativ selten. Das Dach der Telefonzelle besteht in der Mitte aus einer gelben 2x6 Platte mit 4 1x2 Platten. Vorne und hinten kommt ein gelber 1x6 Stein mit einem transparenten Telefonaufkleber hin. Der vordere 1x6 Balken hält gleichzeitig das obere Türscharnier fest. Jetzt pflanzen wir noch im Vordergrund einen Nadelbaum und eine weiße Blume und im Hintergrund eine rote Blume. Die Personenwagen von 1980 waren ja zuerst alles Cabrios. Bei der niederländischen Pannenhilfe haben wir 1982 den allerersten Personenwagen mit einem Dach zum Aufklappen. Im Standardsortiment gab es erst 1983 den ersten Einsatzwagen und 1984 die ersten Privatautos mit Dach. Von den 3 Fahrzeugen bauen wir uns zuerst das Pannenhilfe-Auto auf. Bei der neuen Autogrundplatte von 1980 verdecken wir die seitlichen Schlitze mit 1x4 Platten. Die Achsenplatten und die Kotflügel kommen direkt auf die Grundplatte. Vorne stellen wir das Lenkrad auf. Vorne setzen wir das Lenkrad ein und die Figur sitzt direkt in der Vertiefung der Grundplatte. In dieser Vertiefung bleiben die Beine der Figur oft stecken und man bekommt sie nur mehr schwer heraus. Die alten ersten Autogrundplatten von 1978 hatten an der Unterseite noch ein praktisches Loch, wo man die steckengebliebenen Beine mit einer Technikachse herausdrücken konnte. Auf die 4 Ecken der Autogrundplatte kommen die Scheinwerferhaltersteine, die Erling Dideriksen 1980 entwickelt hatte. Die Frontscheinwerfer sind sonst meist transparent gelbe, eckige 1x1 Platten. Das Pannenhilfefahrzeug ist hier eine große Ausnahme. Es hat transparent weiße, runde 1x1 Platten, die sonst nur bei der Eisenbahn verwendet wurden, wie zum Beispiel beim Gabelstapler aus dem Güterzugsetz 7730. Die Motorhaube ist aus Platten gebaut und hat keinen Deckel zum Aufklappen. Auf die Seitentüren würde derselbe kleine ANWB-Aufkleber wie von den Notrufsäulen gehören. Bei mir fehlt er leider. Die Windschutzscheibe hält die Türscharniere fest. Die Noppen an der Windschutzscheibe decken wir mit 2 1x1 Fliesen ab. Das ist eine einmalige Bautechnik für das Dach zum Aufklappen, die es sonst nirgends gibt.
Die Autoladeraumwand bauen wir aus kleinen Platten und über den Kotflügeln kommt links und rechts ein Werkzeughalter für den Schraubenschlüssel und für das Funkgerät. Die Rücklichter sind wieder ganz normale transparentrote 1x1 Platten und mit einem normalen gelben 1x2 Stein schließen wir den Kofferraum ab. In den Kofferraum kommen 2 Warnschilder, das Pannendreieck und das blaue Vorbeifahrenschild, die auf 2 2x2 Fliesen gedruckt sind. Und wir bauen uns aus weißen 1x1 Rundsteinen 2 Verkehrskegel mit einer roten Warnleuchte. Dann kommt die große Neuigkeit von 1982. Auf den Kofferraum stellen wir eine zweite Windschutzscheibe als Rückfenster. Bisher gab es das Kabinendach zum Aufklappen nur mit dem Rückfenster für Lastwagen. 1982 haben wir erstmals ein neues, flaches Scharnier für das Autodach, das aber zuerst nur für die Helikopter-Cockpit-Windschutzscheiben verwendet wurde. Die Pannenhilfe 1590 ist wirklich das erste Set mit einem neuen Autodach auch für Personenwagen. Hinten links am Dach befestigen wir noch einen Werkzeughalter mit einem neuen Handmegafon. Das ist eines der 8 brandneuen Lego-Teile, die in diesem Set verwendet wurden. Auf den ersten Blick schaut dieses Megafon hinten links am Dach sehr eigenartig aus, es ist aber eine verblüffend realistische Nachbildung der echten ANWB-Pannenfahrzeuge von Anfang 80. Unser Servicefahrzeug ist ein verlängerter Kombi mit einem Fließheck. Deshalb müssen wir das Autodach noch mit einer 2x4 Platte verlängern. Auf das Dach kommt ein Schild aus 2 1x4 Platten mit der Aufschrift Wegenwacht. Diese Dachschilder waren in den 60er und 70er Jahren üblich. Auf das Dachschild stecken wir einen transparent gelben 1x1 Rundstein als Blinklicht, genauso wie das zweite Pannenhilfefahrzeug ist ein moderner Abschlepplastwagen mit einer Ladepritsche und 2 Ladeschienen. Wie gesagt, waren diese Abschlepper bei uns in den 80ern noch nicht üblich. Der vordere Teil des Rahmens besteht aus einer schwarzen 2x10 Platte, auf die ein Lastwagen-Kabinenunterteil aufgebaut wird. Den hinteren Teil verlängern wir noch mit einer 2x4 Platte, die wir oben und unten mit Kotflügel und Achsplatte zusammenhalten. Hinten kommt die Stoßstange mit 2 roten Rücklichtern. Auf die Stoßstange setzen wir die 2 Ladeschienen, die aus 2 neuen schmalen Scharnierplatten gebaut sind. In meinem Set ist aber nicht das ältere Scharniermodell von 1981 mit nur einem Finger dabei, der in 2 Finger greift, sondern das neuere Bauteil von 1982 mit 2 Fingern, die in 3 Finger greifen. Es ist aber immer noch die alte Form mit den vollen Noppen. 2 dieser aufklappbaren Ladeschienen aus einer 1x4 und einer 1x3 Platte kommen an die Hinterseite unter die Ladefläche. An die Ladefläche kommt vorne ein Unterbau aus einer 1x3 Platte mit einem ANWB-Aufkleber. Auf dem hinteren Rand kommt noch ein zweiter Aufkleber mit der Aufschrift Alarmzentrale. Diese Aufkleber fehlen bei meinem Modell. Ich werde mir das Bauteil bei Gelegenheit nachkaufen, allerdings gibt es zurzeit kein einziges Angebot. Wenn man beim Kauf genau auf die Aufkleber achtet, dann kann man sich solche lästigen Zusatzkosten leicht sparen. Die Fahrerkabine hat hinten ein Lastwagenrückfenster mit dem Scharnier und dem Kabinendach. Auf den Seiten 2 Türen ohne Aufkleber, vorne das Lenkrad, einen normalen schwarzen 1x2 Stein als Kühlergrill und links und rechts 2 Scheinwerfersteine mit 2 normalen, transparent gelben, viereckigen 1x1 Platten als Scheinwerfer.
Unter die Windschutzscheibe kommt noch eine 1x4-Platte und auf das Dach ein transparent gelber 1x1 Rundstein als Blinklicht. Das dritte Fahrzeug in diesem Baukasten ist ein normaler roter Personenwagen. Wie schon gesagt, ein Meilenstein in der Lego-Entwicklung. Es ist der erste Personenwagen seiner Art mit Windschutzscheibe als Rückfenster, flachem Scharnier und Autodach zum Aufklappen. 1982 war kein einziger Personenwagen dieser Art im Sortiment. Die Motorhaube ist eine 2x2-Fliese mit einem Scharnierstein zum Aufklappen. Das ist keine Neuigkeit, diese Bauart gab es schon 1980. Die vierte Figur in diesem Set ist der Fahrer, ein Mann mit dem Taxifahrer-Oberkörper, grauen Hosen und braunen Haaren. Hinter den Türen sind 2 1x1 Steine eingebaut und das Heck ist stabil aus verschiedenen kleinen Platten zusammengebaut. Auf das Rückfenster kommt das neue flache 1x4 Scharnier mit einem einfachen Autodach zum Aufklappen. Das rote Personenauto aus der Pannenhilfe ist das allererste dieser typischen Personenwagenbauart der 80er Jahre. Der Baukasten ist jetzt fertig aufgebaut, aus 225 Teilen auf 2 normalen Straßenplatten mit 4 Minifiguren, davon 3 vollkommen identische Pannenhelfer. Ein Exklusivset mit einzigartigen Aufklebern der niederländischen Pannenhilfe ANWB Wegenwacht. Eine verblüffend realistische Nachbildung der charakteristischen Merkmale der niederländischen Pannenhilfe der 80er Jahre. Aus einfachen Lego-Teilen gebaut, aber eine revolutionäre Verwendung von brandneuen Bauteilen und neuen Bautechniken von 1982, die es vorher noch nie gegeben hat. Mit diesem Set kommt das erste Mal die neue Personenwagenbauform mit Windschutzscheibe als Heckscheibe und dem aufklappbaren Dach vor. Der Baukasten hat sehr viele realistische Spielfunktionen. An der Straße steht die Pannenhilfestation und die 2 Servicefahrzeuge stehen für den Einsatz bereit. Die 2 Straßenplatten sind hier ein sehr wichtiger Teil für die Spielfunktionen. Das Auto fährt gerade auf der Straße um die Kurve und hat eine Panne. Der Fahrer öffnet die Tür und steigt aus. Er schaut unter der Motorhaube nach. Dann geht er in die Telefonzelle und ruft den Pannendienst an. Der Pannendienst kommt sofort mit einem Pannenhilfefahrzeug. Der Mechaniker steigt aus und sichert zuerst das Pannenfahrzeug ab, mit 2 Verkehrskegeln, einem Warndreieck und einem Vorbeifahrenpfeil. Dann nimmt er den Schraubenschlüssel und versucht, das Auto zu reparieren. Es gibt aber ein größeres Problem, weil die meisten Lego-Autos überhaupt keinen Motor eingebaut hatten. Es muss also abgeschleppt werden. Der Mechaniker nimmt das Funkgerät und ruft den Abschleppwagen. Zuerst müssen wir aber noch die Fahrbahn freimachen, damit der Abschleppwagen durchfahren kann. Der Abschleppwagen stellt sich vor das Pannenauto, klappt die 2 Ladeschienen herunter und zieht das Auto auf die Ladefläche. Dann klappt er die Ladeschienen wieder hoch, wendet an der Abzweigung und bringt das Auto in die Werkstatt. Wir laden das Auto ab, schieben es in die Werkstätte und der Mechaniker nimmt den Schraubenschlüssel von der Wand. Er hebt das Auto mit dem Wagenheber hoch und repariert es. Der Fehler ist gleich behoben. Der Fahrer bedankt sich bei der Pannenhilfe, steigt wieder in sein Auto ein
und fährt wieder weiter. Ein nettes kleines Spielset, das auch in Deutschland als ADAC gut funktioniert hätte, aber niemals herausgekommen ist. Auf der Packungsrückseite gibt es noch eine ganze Reihe besonders interessanter Bauideen, die ich euch noch gerne zeigen möchte. Ein ganzer Flughafen, ein Absetzkipper, ein Tieflader für die Telefonzelle, ein Fenstertransporter und verschiedene andere Alternativmodelle der ANWB-Wegenwachtstation. Am nächsten Freitag packen wir uns das dritte Sonderset mit 2 Straßenplatten aus, das ich mir bestellt habe, die Spedition 6391 von 1984. Mit derselben seltenen Grundplatte wie der Stadtbauhof 6383. Genauso gab es auch die Spedition nur in den USA als Standardset und in Deutschland als Exklusivset bei ausgewählten Handelsketten. Ich bedanke mich bei euch allen ganz herzlich, dass ihr heute zugesehen habt, wünsche euch allen ein wunderschönes Wochenende und freue mich schon sehr darauf, wenn ihr am nächsten Freitag wieder das nächste Video anschaut. Auf Wiedersehen!